Lasst uns deutsches Gespräch lernen. Guten Morgen. Good morning. Guten Tag. Good afternoon. Guten Abend. Good evening. Hallo. Hello. Sind Sie Mike Jones? Are you Mike Jones? Ja, bin ich. Yes, I am. Nein, bin ich nicht. No, I'm not. Ich bin Tom Wilson. I'm Tom Wilson. Wie geht es, Tom? How is Tom? Wie geht es deiner Frau? How is your wife? Wie geht es deinem Ehemann? How is your husband? Sie ist sehr gut, danke. She is very well, thank you. Wie geht es dir? How are you? Danke, gut. Und Sie? Fine, thanks. And you? Mir geht es auch gut. I'm fine, too. Gute Nacht, Maria. Good night, Mary. Auf Wiedersehen, John. Goodbye, John. Bis morgen. See you tomorrow. Bis später. See you later. Ich muss jetzt gehen. I have to go now. Lassen Sie mich Ihnen vorstellen. Let me introduce myself. Wie geht's? How do you do? Wie buchstabiert man das? How do you spell it? Wie heißen Sie? What's your name? Dürfte ich deinen Namen erfahren? May I have your name? Mein Name ist Thomas. My name is Thomas. Rufen Sie mich einfach an. Just call me Tom. Wie ist Ihr Familienname? What's your family name? Mein Familienname ist Johnson. My family name is Johnson. Das ist Jack. Er ist mein Klassenkamerad. This is Jack. He's my classmate. Schön dich zu treffen. Nice to meet you. Freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you, too. Wer ist die Dame in Weiß? Who is the lady in white dress? Könntest du mich ihr vorstellen? Could you introduce me to her? George, lassen Sie mich Ihnen meinen Freund vorstellen. George, let me introduce my friend to you. Wie alt sind Sie? How old are you? Ich bin 28 Jahre alt. I'm 28 years old. Ich bin 2 Jahre jünger als mein Bruder. I'm 2 years younger than my brother. Mr. Davis ist noch in den 30er Jahren. Mr. Davis is still in his 30s. Mein älterer Bruder ist ein Jahr älter als Ihr Mann. My elder brother is 1 year older than her husband. Mein Vater ist über 80 Jahre alt. My father is over 80 years old. Sie haben eine Party für Ihren 15. Hochzeitstag. They'll have a party for their 15th wedding anniversary. Er sieht viel jünger aus, als er ist. He looks much younger than he is. Ich kam hier, als ich 22 war. I came here when I was 22. Ich bin mit 7 Jahren in die Schule gegangen. I started going to school at the age of 7. Er ist doch noch ein Junge. He is still a boy after all. Die meisten von Ihnen sind weniger als 25. Most of them are less than 25. Ich schätze, er ist etwa 40. I guess he's about 40. Er ist der Jüngste in der Familie.
He is the youngest in the family. Sie wird im nächsten Monat 20 Jahre alt. She's going to be 20 next month. Was ist dein Vaterland? What's your motherland? Wo kommen Sie her? Where are you from? Was ist deine Nationalität? What's your nationality? Was ist die Bevölkerung von Indien? What's the population of India? Was ist die Hauptstadt Ihres Landes? What's the capital of your country? Bist du Chinese? Are you Chinese? Ich komme aus Spanien. I come from Spain. Ich wurde in Großbritannien geboren und aufgewachsen in den USA. I was born in UK and brought up in the USA. Wie viele Staaten gibt es in Ihrem Land? How many states are there in your country? Die Hauptstadt meines Vaterlandes ist Paris. The capital of my country is Paris. Mein Land ist reich an natürlichen Ressourcen. My country is rich in natural resources. Diese Nation ist berühmt für ihren Tourismus. That nation is famous for its tourism. Wie geht's? What do you do? Ich bin Anwalt. I'm a lawyer. Was macht er? What does he do? Er ist ein Fotograf. He's a photographer. Wer bist du? Who are you? Ich bin Cassie. I'm Kathy. Wer ist der Kerl da drüben? Who is the guy over there? Er ist Tim. He is Tim. Ist das ein Student? Is that boy a student? Nein, ist er nicht. No, he isn't. Denkst du nicht, dass sie Lehrerin ist? Can she be a teacher? Ja, ich denke schon. Yes, I think so. Ich weiß es wirklich nicht. I really don't know. Ich habe keine Ahnung davon. I have no idea about it. Ist dies deine Tasche? Is this your bag? Nein, ist es nicht. Ja, so ist es. No, it isn't. Yes, it is. Wessen Handy ist das? Whose cell phone is this? Es ist Brians. It's Brian's. Ist das ein Apfel? Is that an apple? Nein, ist es nicht. Es ist eine Birne. No, it isn't. It's a pear. Was ist das? What's this? Es ist ein Bleistift. It's a pencil. Es ist ein Apfel. It's an apple. Welches ist die richtige Größe? Which is the right size? Wo ist die Post? Where's the post office? Wie groß ist dein Haus? How big is your house? Wie lange ist die Straße? How long is the street? Wie heißt der Hund? What's the name of the dog? Wie nennst du das in Englisch? What do you call this in English? Was ist die Farbe ihrer neuen Schuhe? What is the color of your new shoes? Ist das dein Stift? Ich fand es unter dem Schreibtisch. Is this your pen? I found it under the desk. Mine ist rot. No. Mine is red. Wo ist meine Tasche? Where is my bag? Auf dem Schreibtisch. On the desk. Da drüben. Over there. Sind diese Notebooks alle Ihre? Are these notebooks all yours? Einige von ihnen gehören mir.
Some of them are mine. Welches ist Ihre Brieftasche? Which is your wallet? Das größere. The bigger one. Die auf der rechten Seite. The one on your right. Weißt du, wo ich meine Tasche gelegt habe? Do you know where I've put my bag? Ist das deins? Is this yours? Ja, es ist meins. Yes, it's mine. Welches Datum haben wir heute? What's the date today? Es ist der 16. März 2016. It's March the 16th, 2016. Welcher Tag ist heute? What day is it today? Es ist Dienstag heute. It's Tuesday today. Welcher Monat ist das? What month is this? Es ist Oktober. It's October. Welches Jahr ist das? What year is this? Es ist das Jahr 2017. It's the year of 2017. Es ist 4 Jahre her, seit ich dich zuletzt gesehen habe. It's been 4 years since I last saw you. Öffnete der Laden an Werktagen um 10 Uhr? Does the store open at 10 a.m. on weekdays? Es öffnet um 9 Uhr an Wochentagen, aber um 10 Uhr am Wochenende. It opens at 9 a.m. on weekdays, but at 10 at weekends. Was werden Sie an diesem Wochenende machen? What will you do during this weekend? Ich werde für die nächsten 6 Tage arbeiten. I'll work for the next 6 days. Was hast du letzte Woche gemacht? What did you do last week? Was machst du übermorgen? What will you do the day after tomorrow? Welcher Tag ist heute? What day is today? Heute ist Mittwoch. Today is Wednesday. Welches Datum haben wir heute? What's the date today? Heute ist der 27. April. Today is April 27th. Wie lange wird der Verkauf dauern? How long will the sale last? Nur 2 Tage. Only 2 days. Wie viel Uhr? What time? Sie nennen die Uhrzeit. You name the time. Wann sind Sie geboren worden? When were you born? Ich wurde am 1. August 1992 geboren. I was born on August 1st, 1992. Bitte überprüfen Sie das Datum. Please check the date. Ich bin in 6 Tagen wieder da. I'll be back in 6 days. Ich werde dich morgen treffen. I'll meet you tomorrow. Kennen Sie das genaue Datum? Do you know the exact date? Was hast du im letzten Jahr gemacht? What were you doing this time last year? Wie viel Uhr ist es jetzt? What time is it now? Es ist 4 Uhr. It's 4 o'clock. Es ist 9:30. It's 9:30. Es ist 1 Uhr scharf. It's 1 o'clock sharp. Es ist nicht 5 Uhr. It's not 5 o'clock. Es ist 5:45. It's 6:15. Es ist 3:52 Uhr. It's 8 minutes to 4. Wie spät ist die Uhr? What's the time by your watch? Es ist 6 Uhr auf meiner Uhr. It is 6 o'clock on my watch. Meine Uhr ist 3 Minuten schnell. My watch is 3 minutes fast. Wir müssen rechtzeitig dort ankommen. We must arrive there on time.
Es sind nur noch 3 Minuten übrig. There are only 3 minutes left. Das Treffen wird abgelehnt. The meeting is put off. Der Flug verzögert sich. The flight is delayed. Können Sie Ihre Arbeit vorzeitig beenden? Can you finish your work ahead of time? Hallo. Kann ich Herrn Peter sehen? Hello. Can I see Mr. Peter? Haben Sie einen Termin? Do you have an appointment? Sorry, ich weiß nicht. Sorry, I don't. Ja. Um 14 Uhr. Yes. At 2 p.m. Er ist am Telefon. He is on the phone. Sorry, Herr Peter kann dich jetzt nicht sehen. Sorry, Mr. Peter can't see you now. Würden Sie hier für eine Minute warten? Would you wait here for a minute? Möchten Sie etwas zu trinken? Would you like something to drink? Tee bitte. Tea, please. Mr. Peter, Mr. Smith ist hier. Mr. Peter, Mr. Smith is here. Sie können jetzt gehen. You may go in now. Schön dich zu sehen, mein alter Freund. Nice to see you, my old friend. Wie sind Sie diese Jahre gewesen? How have you been these years? Erinnerst du dich noch an Halloween? Do you still remember that Halloween? Sie haben sich wenig verändert. You've changed little. Sprichst du Englisch? Do you speak English? Ja, ein bisschen. Yes, a little. Er spricht fließend Englisch. He speaks English fluently. Dein Englisch ist sehr gut. Your English is very good. Sie sprechen gut Englisch. You speak English pretty well. Ihre Aussprache ist ausgezeichnet. Your pronunciation is excellent. Sind Sie ein Muttersprachler von Englisch? Are you a native speaker of English? Meine Muttersprache ist Spanisch. My native language is Spanish. Kannst du auf Englisch schreiben? Can you write in English? Seit wann lernst du Englisch? How long have you studied English? Wie kann ich mein gesprochenes Englisch verbessern? How can I improve my spoken English? Er hat einen starken Akzent. He has a strong accent. Ich habe einige Schwierigkeiten, mich auszudrücken. I have some difficulty in expressing myself. Magst du reisen? Do you like traveling? Ja, es gefällt mir sehr gut. Yes, I like it a great deal. Was machen Sie? What are you doing? Ich koche. I'm cooking. Ich lese ein Magazin. I'm reading a magazine. Siehst du jetzt fern? Are you watching TV now? Ja, ich gucke Kanal 12. Yes, I'm watching Channel 12. Nein, ich höre das Radio. No, I'm listening to the radio. Was wirst du dieses Wochenende machen? What will you do this weekend? Ich gehe zu einem Konzert. I'll go to a concert. Ich gehe mit einigen Freunden unterwegs. I'll go on an outing with some friends. Wem schreibst du? Who are you writing to? Ich schreibe an einen Freund. I'm writing to a friend. Wohin gehst du? Where are you going? Ich gehe zur Arbeit. I'm going to work. Ich stehe jeden Morgen um 7 auf.
I get up at 7 every morning. Ich wecke meine Tochter auf. I wake my daughter up. Ich nehme dann ein Bad im Bad. I then take a bath in the bathroom. Ich rasiere, putzen mir die Zähne und kämme mir die Haare. I shave, brush my teeth, and comb my hair. Ich zog ein bisschen Make-up. I put on a bit of makeup. Ich kochte Frühstück für die Familie. I cooked breakfast for the family. Ich gehe hinunter und habe mein Frühstück. I go downstairs and have my breakfast. Ich las die Zeitung über dem Frühstück. I read the newspaper over breakfast. Ich kleide mich an meine Schwester und wasche mir Hände und Gesicht. I dress my sister and wash her hands and face. Ich komme um 8:30 Uhr in mein Büro. I get to my office at 8:30. Ich verlasse das Büro um 6. I leave the office at 6. Ich nehme meinen Bruder von seiner Schule ab. I pick up my brother from his school. Ich kaufe etwas auf meinem Heimweg. I buy some food on my way home. Wir gehen zu Bett um 11:30 Uhr. We go to bed at 11:30. Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your spare time? Ich mag Baseball spielen. I like playing baseball. Ich höre gerne Jazzmusik. I like listening to jazz music. Wo haben Sie Ihr Mittagessen? Where do you have your lunch? Was hast du zu Mittag gegessen? What did you have for lunch? Ich hatte ein gebratenes Huhn und einen Hotdog. I had a fried chicken and a hot dog. Wann stehen Sie täglich auf? When do you get up every day? Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf. I usually get up at 7 o'clock. Was machst du bei der Arbeit? What do you do at work? Ich mache eine Typisierung. I do some typing. Um welche Uhrzeit beginnst du zu arbeiten? What time do you start work? Ich beginne die Arbeit um 9 Uhr. I start work at 9 o'clock. Wann beendest du deine Arbeit? What time do you finish your work? Um 5 Uhr scharf. At 5 o'clock sharp. Wann bist du gestern früh aufgestanden? When did you get up yesterday morning? Um 6 Uhr. At about 6. Ich schlief nicht gut. I didn't sleep well. Ich las eine Zeitschrift im Bett. I read a magazine in bed. Ich schlief die ganze Nacht gut. I slept soundly all night. Ich hörte die Uhr, aber ich stand erst um 8 Uhr auf. I heard the clock, but I didn't get up until 8. Ich wachte 7 auf und stand sofort auf. I woke up 7 and got up right away. Ich war 8 Minuten zu spät. I was 8 minutes late. Ich war gerade pünktlich. I was just on time. Ich hatte mein Frühstück auf dem Weg. I had my breakfast on the way. Ich eilte zu meinem Büro. I hurried to my office. Ich hatte Mittagessen mit einem Freund von mir. I had lunch with a friend of mine. Ich beendete meine Arbeit um 5 Uhr. I finished my work at 5 p.m. Ich blieb und habe einige zusätzliche Arbeit. I stayed and did some extra work. Hallo Karl, ist es wirklich Sie? Hi, Carl, is it really you? Hallo Mary. Schön dich wiederzusehen. Hi, Mary. Nice to see you again. Es ist ein ganzes Jahr her,
seit ich dich zuletzt gesehen habe. It's been a whole year since I last saw you. Wie geht es dir heute? How have you been these days? Nicht so schlecht. Not too bad. Kennen Sie Bernstein in letzter Zeit? Have you seen Amber lately? Nein, ich habe keinen Kontakt zu ihr. No, I have no contact with her. Ich habe gehört, dass sie letzte Woche geheiratet hat. I heard she got married last week. Oh, wie nett. Sorry, ich muss jetzt gehen. Oh, how nice. Sorry, I've got to go now. Ich auch. Bis später. Den Kontakt halten. So do I see you later. Keep in touch. Irgendwelche Karten übrig? Any tickets left? Ich habe noch etwas übrig. I have some left. Haben Sie einen Radiergummi? Ich brauche hier etwas. Do you have a eraser? I need some here. Wenn Sie mehr haben, geben Sie mir bitte einige. If you have more, please give me some. Haben Sie eine Digitalkamera? Do you have a digital camera? Ja, mache ich. Yes, I do. Haben Sie meine Feder? Do you have my pen? Ja, ich habe auch Ihren Bleistift. Yes, I have your pencil, too. Er hat diese Feder, nicht wahr? He has that pen, doesn't he? Nein, das tut er nicht. No, he doesn't. Hast du Brüder oder Schwestern? Do you have any brothers or sisters? Nein, ich bin ein einziger Sohn. No, I'm a single son. Haben Sie Zahnbürste hier? Do you have toothbrush here? Was für ein schöner Garten Sie haben. What a beautiful garden you have. Früher habe ich einen Spaziergang am frühen Morgen gemacht. I used to take a walk in the early morning. Ich hatte gedacht, er wisse die Zeit des Treffens. I had thought he knew the time of the meeting. Wir kennen uns seit 10 Jahren. We have known each other for 10 years. Haben Sie Mr. Smith vor kurzem gesehen? Have you seen Mr. Smith recently? Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug schon weg. When I arrived at the station, the train had already left. Sie arbeiten seit dem letzten Jahr in diesem Projekt. They've been working on this project since last year. Ich habe die ganze Nacht Radio gehört. I've been listening to the radio all night. Er pflegte, in meiner Nachbarschaft zu leben. He used to live in my neighborhood. Der Film begann, sobald wir dort ankamen. The movie began as soon as we got there. Die verspätete Ankunft des Schiffes hatte alle unsere Pläne durcheinander gebracht. The late arrival of the ship had messed up all our plans. Es ist eine lange Zeit seit letztem hierher gekommen. It has been a long time since last came here. Sie hatten erwartet, dass ich mit ihnen gehen sollte. They had expected me to go with them. Das war das zweite Mal, dass ich den Ort besucht hatte. That was the second time that I had visited the place. Hallo. Darf ich mit Herrn Taylor sprechen? Hello. May I speak to Mr. Taylor? Bitte hör auf. Please hold on. Das ist John speaking. This is John speaking. Es ist etwas falsch mit dem Telefon. There's something wrong with the phone. Würden Sie das Telefon beantworten? Would you answer the phone, please? Ich möchte ein Ferngespräch führen. I want to make a long-distance call.
Ich konnte nicht durch. I couldn't get through. Ich habe versucht, Sie anzurufen, aber die Leitung war voll. I tried to call you, but the line was busy. Würden Sie Herrn Taylor sagen, dass ich angerufen habe? Would you tell Mr. Taylor that I called? Würdest du morgen zurückrufen? Would you call back tomorrow? Ich muss eine falsche Nummer gewählt haben. I must have dialed the wrong number. Ich muss jetzt auflegen. I have to hang up now. Er ist nicht da. Kann ich ihm eine Nachricht überbringen? He's not in. May I take a message for him? Ja, bitte. Yes, please. Würde es dir etwas ausmachen, die Tür für mich zu schließen? Would you mind closing the door for me? Na sicher. Of course. Kann ich dich etwas fragen? May I ask you a question? Bitte geben Sie mir eine Hand. Please give me a hand. Können Sie mir einen Gefallen tun? Could you do me a favor? Würden Sie mir helfen, den Kühlschrank zu entfernen? Would you help me remove the refrigerator? Bring mir meinen Mantel, bitte. Get me my coat, please. Könnten Sie mir sagen, wo ich diese Bücher finden kann? Could you tell me where I can find these books? Gerne. With pleasure. Es tut mir leid. Ich bin jetzt beschäftigt. I'm sorry. I'm engaged now. Ich bin froh, aber ich fürchte, ich habe nicht die Zeit. I'm glad to, but I'm afraid I don't have the time. Sicherlich. Certainly. Machen Sie mir eine Tasse Tee, ja? Make me a cup of tea, will you? Rufen Sie mich morgen an, wenn Sie Zeit haben. Call me tomorrow if you have time. Würden Sie bitte das Fenster für mich öffnen? Would you please open the window for me? Wie lange bist du dort geblieben? How long have you stayed there? Nur ein paar Monate. Just a few months. Bleibst du dort lange? Will you stay there for long? Nein, ich werde nächsten Monat nach Chicago ziehen. No, I'll move to Chicago next month. Ja, wirklich? Ich ziehe es auch. Oh, really? I'm moving there too. Hallo Andy, wo lebst du jetzt? Hi, Andy, where do you live now? Ich lebe in 409 Charles Street. I live at 409 Charles Street. Charles Street? Liebt Carol nicht dort? Charles Street? Isn't Carol living there? Ja, sie wohnt nur auf der anderen Straßenseite. Yes, she lives just across the street. Wie wäre es mit Carol? Wie lange hat sie dort gelebt? How about Carol? How long has she lived there? Dort lebt sie seit ihrer Geburt. She's been living there since her birth. Groß. Dann können wir zusammen Wein trinken. Great. Then we can drink wine together. Ja, und Sie können länger bleiben. Yes, and you may stay there longer. Ich hoffe es. I hope so. Ich bin sicher, dass wir eine gute Zeit haben werden. I'm sure we'll have a good time. Wohin gehst du? Where are you going? Was machten Sie, als ich anrief? What were you doing when I called? Wo bist du vorgestern zum Essen gegangen? Where did you go for dinner the day before yesterday? Wann kommt er zu dir? When will he come to see you? Ich wollte gerade gehen. I was about to leave.
Wann haben Sie das Auto gekauft? When did you buy the car? Wie haben Sie Ihren Urlaub verbringen? How did you doing spend your holiday? Kannst du erraten, was ich heute Nachmittag gemacht habe? Can you guess what I was doing this afternoon? Was hat er in der E-Mail gesagt? What did he say in the email? Wer hat Ihnen gesagt? Who told you? Was machst du mit den Büchern? What are you going to do with the books? Wer begleitet Sie zum Bahnhof? Who will accompany you to the station? Warum stimmst du nicht zu? Why don't you agree? Warum nicht gehen für einen Spaziergang? Why not go out for a walk? Wie geht es dir so? How are you doing these days? Wie hoch ist die Wohnung? What's the height of the apartment? Wie viel kostet das Tigergewicht? How much does the tiger weight? Was ist die Farbe Ihrer neuen Schuhe? What's the color of your new shoes? Dieses Metall ist härter als dieses. This metal is harder than that one. Was ist die Größe Ihrer Schuhe? What's the size of your shoes? Wie lange sehen Sie jeden Tag fern? How long do you watch TV every day? Was ist die Form Ihres Ballons? What's the shape of your balloon? Wie dick ist das Buch hier? How thick is the book here? Er kann so schnell laufen wie Tom. He can run as fast as Tom. Wie breit ist dieser Fluss? How wide is this river? Kate ist schlauer als ich. Kate is smarter than I. Wie oft gehst du schwimmen? How often do you go swimming? Mein Bruder ist doppelt so groß wie deine Schwester. My brother is twice as tall as your sister. Meine Oma ist 40 Jahre älter als ich. My grandma is 40 years older than me. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Excuse me, how can I get to the station? Sie können den Bus nehmen und an der nächsten Haltestelle aussteigen. You can take the bus and get off at the next stop. Entschuldigen Sie, wo ist No. 9 Street? Excuse me, where is number 9 Street? Es ist gleich um die Ecke. It's just around the corner. Wo sind die Treppen? Where are the stairs? Gehen Sie auf dem Korridor und es ist auf der rechten Seite. Go along the corridor and it's on your right side. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Könnten Sie mir sagen, wo der Supermarkt ist? Excuse me, madam. Could you tell me where the supermarket is? Fahren Sie geradeaus und biegen Sie an der dritten Kreuzung rechts ab. Go straight ahead and turn right at the third crossing. Kann ich den Lift benutzen? Can I use the elevator? Sorry, es ist kaputt. Sie müssen die Treppe benutzen. Sorry, it's broken. You have to use the stairs. Entschuldigen Sie, kannst du mir sagen, wie ich zur Post komme? Excuse me, can you tell me how to get to the post office? Fahren Sie circa 200 Meter weiter. Es ist auf der rechten Seite. Sie können es nicht verpassen. Go on for about 200 meters. It's on your right side. You can't miss it. Welches ist Mr. Smiths Büro? Which one is Mr. Smith's office? Es ist Zimmer 902 im zweiten Stock. It's room 902 on the second floor. Vielen Dank für die Wegbeschreibung. Thank you for directions. Sind Sie verheiratet? Are you married? Ich bin ledig. I'm single. Lebst du bei deinen Eltern?
Do you live with your parents? Nein. Ich lebe in meinem eigenen Haus. No. I live in my own house. Sie haben eine jüngere Schwester, nicht wahr? You have a younger sister, don't you? Wie geht's deiner Familie? How is your family? Sie ist mit Charlie verheiratet. She's engaged/married to Charlie. Wie lange bist du verheiratet? How long have you been married? Wir sind seit 10 Jahren verheiratet. We've been married for 10 years. Sie wurden geschieden. They've been divorced. Meine Eltern haben 1981 geheiratet. My parents got married in 1981. Charlie hat jetzt seine eigene Familie. Charlie has his own family now. Maria hat letzte Woche ein Baby geboren. Mary gave birth to a baby last week. Meine Tante wird kommen, um mit mir für einige Tage zu leben. My aunt will come to live with me for some days. Seine Frau starb vor einem Jahr. Jetzt lebt er allein. His wife died a year ago. Now he lives alone. Wie verbringen Sie den Abend? How will you spend the evening? Ich werde wahrscheinlich zu Hause bleiben und Fernsehen. I'll probably stay home and watch TV. Was werden Sie dagegen tun? What will you do about it? Was möchten Sie nach dem Studium machen? What do you want to do after graduation? Ich werde mein Studium weiterführen. I'll further my study. Wann fahren Sie morgen zum Flughafen? What time are you going to leave for the airport tomorrow? Kommt er zum Essen? Is he coming to dinner? Ich gehe zur Post. Wirst du mit mir gehen? I'm going to the post office. Will you go with me? Sie werden es auf dem Treffen am kommenden Montag besprechen. They're going to discuss it at the meeting next Monday. Ich werde auf dich am Restaurant dieses Mal morgen warten. I'll be waiting for you at the restaurant this time tomorrow. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, rufe ich dich an. After I get home, I'll call you. Was ist Ihr Plan für den Sommerurlaub? What's your plan for the summer holiday? Ich denke an einen Besuch in London. I'm thinking about a visit to London. Es wird eine Ausstellung in der Kunstgalerie geben. There's going to be an exhibition at the art gallery. Haben Sie schon die Wettervorhersage gehört? Have you heard the weather forecast? Wir haben schönes Wetter für die nächsten Tage. We'll have fine weather for the next few days. Es wird gesagt, es wird klar, heute Abend. It is said it will clear up tonight. Was wird es nach dem klaren Wetter? What will it be after the clear weather? Ich fürchte, es wird nicht kalt genug für einen Schneefall. I'm afraid it won't be cold enough for a snowfall. Aber letztes Jahr hatten wir einen großen Schnee. But last year we had a big snow. Wird es morgen regnen? Will it rain tomorrow? Nein, das glaube ich nicht. No, I don't think so. Wie ist das Wetter heute? How is the weather today? Das Wetter ist heute schön. The weather is nice today. Es wird morgen schneien. It's going to snow tomorrow. Wie war das Wetter gestern? What was the weather like yesterday? Es regnet jetzt? Is it raining now? Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Yesterday it rained all day. Es ist eine kühle Brise in diesem Abend. There's a cool breeze this evening.
Wie wird das Wetter morgen? What will the weather be like tomorrow? Die Tage werden immer heißer. The days are getting hotter. Ja, aber Sie wissen, dass die globale Erwärmung die Temperatur erhöhen kann. Yes, but you know global warming may raise the temperature. Wie ist die Temperatur heute? What's the temperature today? Es ist ungefähr 72 Grad Fahrenheit an diesem Nachmittag. It's about 72 degrees Fahrenheit this afternoon. Es ist heute ziemlich kalt. It's quite cold today. Es ist bewölkt den ganzen Morgen. It's been cloudy all morning. Das wird ja wohl heute Nachmittag klar. It'll probably clear up this afternoon. Heute ist der erste Frühlingstag. Today is the first day of spring. Wie fühlst du dich heute? How are you feeling today? Ich fühle mich nicht sehr wohl. I don't feel very well. Was ist mit dir? What's matter with you? Wie fühlst du dich heute? How are you feeling today? Ich bin krank. I got sick. Mein Vater hat schlechte Kopfschmerzen. My father has a bad headache. Ich fühle mich heute Morgen nicht sehr wohl. I don't feel very well this morning. Mein Fieber ist weg. My fever is gone. Bist du jetzt besser geworden? Do you feel better now? Viel besser. Much better. Ich hoffe, es geht dir gut. I hope you'll be well soon. Nehmen Sie 2 Pillen und haben eine gute Erholung. Take 2 pills and have a good rest. Ich glaube, er war krank. I suppose he was sick. Mein Fieber ist weg, aber ich habe noch einen Husten. My fever is gone, but I still have a cough. Pass auf dich auf. Take care of yourself. Wo haben Sie sich verletzt? Where did you get injured? Wie haben Sie Ihr Bein gebrochen? How did you break your leg? Es blutet. It's bleeding. Ich habe Schmerzen im Rücken. I've got a pain in my back. Ich habe Schmerzen in meiner Schulter. I've got a pain in my shoulder. Es tut weh. It hurts right here. Ihre rechte Hand ist geschwollen. Tut es weh? Your right hand is swollen. Does it hurt? Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Das tut richtig weh. It really hurts. Ich war gestern krank, aber heute bin ich besser. I was sick yesterday, but I'm better today. Mein linkes Bein tut weh. Es tut weh. My left leg hurts. It hurts right here. Welcher Arm tut weh? Ist es das linke? Which arm hurts? Is it the left one? Welches Bein ist wund? Which of your leg is sore? Ruf den Arzt. Call the doctor. Was denkst du darüber? What do you think about it? Hast du irgendeine Idee? Do you have any idea? Bitte geben Sie mir Ihren Rat. Please give me your advice. Ich möchte Ihre Meinung hören. I want to hear your opinion. Wollen Sie wirklich wissen, was ich denke? Do you really want to know what I think? Ist das richtig? Is that right? Ich glaube, Sie irren sich darüber. I think you're mistaken about that. Absolut richtig. Absolutely right. Ist das in Ordnung? Is that okay?
Das ist gut. That's fine. Das ist ausgezeichnet. That's excellent. Ich erwäge, ein Haus zu kaufen. I'm considering buying a house. Was machst du nächste Woche? What are you doing next week? Was planen Sie an diesem Sonntag? What do you plan to do this Sunday? Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Ich plane, ins Theater zu gehen. I plan to go to the theater. Ich gehe Skifahren. I'll go skiing if the weather permits. Ich denke an meine Großmutter. I'm thinking of going to my grandma's. Ich nehme an, ich kann das Projekt im nächsten Jahr beenden. I suppose I can finish the project next year. Viel Glück. Good luck. Hast du dich entschieden? Have you decided? Es ist noch unschlüssig. It's still undecided. Nein, ich habe mich noch nicht entschieden. No, I haven't decided yet. Du entscheidet. You have the final say. Es liegt an dir. It's up to you. Ich habe meine Meinung geändert. I've changed my mind. Ich habe beschlossen, das Haus nicht zu verkaufen. I've decided not to sell the house. Ich bin entschlossen zu gehen. I'm determined to leave. Zögern Sie nicht mehr. Don't hesitate anymore. Es ist wirklich schwer, eine Entscheidung zu treffen. It's really hard to make a decision. Es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen. It is hard to make a decision. Geben Sie mir bitte eine definitive Antwort. Give me a definite answer, please. Zögere nicht. Do not hesitate. Sie besteht darauf, dass es keine Rolle spielt. She insists that it doesn't matter. Er hat sich entschieden, seinen Job zu beenden. He's made up his mind to quit his job. Ich gehe kaufen Milch zum Supermarkt. I will go buy milk to the supermarket. Wollen Sie mit mir einkaufen gehen? Will you go shopping with me? Gibt es etwas, das Sie möchten? Is there anything you would like? Kann ich dir helfen? May I help you? Entschuldigen Sie, würden Sie mir sagen, wo ich Brot bekommen kann? Excuse me, would you tell me where I can get some bread? Darf ich es anprobieren? May I try it on? Kann ich mir den Ring anschauen? May I have a look at the ring? Das ist mir zu klein. Haben Sie eine größere? This is too small for me. Do you have a bigger one? Was ist deine Größe? What's your size? Haben Sie weitere Farben? Do you have any more colors? Ja, ich möchte ein Buch kaufen. Yes, I'd like to buy a book. Gut. Hier sind sie ja. All right. Here you are. Ja, ich möchte ein Hemd kaufen. Yes, I want to buy a shirt. Welche Farbe, Größe, Art wünschen Sie? What color, size, style do you want? Ich möchte eine M-Größe Pullover. I would like an M-size sweater. Ich möchte eine gelbe. I want a yellow one. Der Hut dieses Herstellers ist nicht auf Lager. This maker's hat is out of stock. Wann wird diese auf Lager sein? When will this be in stock? Wie viel kostet das? How much is it? Das sind 40 US-Dollar. This is $40.
Es ist zu teuer für mich. It's too expensive for me. Könnten Sie es billiger? Could you make it cheaper? Können Sie es ein wenig billiger? Can you make it a little cheaper? Ich kann es nicht mehr. I cannot discount it anymore. Gut. Ich nehme es. All right. I'll take it. Ich nehme es. I'll take it. Wo bezahle ich? Where do I pay? Hier ist dein Wechselgeld. Here's your change. Kann ich meine Kreditkarte benutzen? May I use my credit card? Sie zahlen an der Kasse dort. You pay at the cashier over there. Die Rechnung bitte. The check, please. Hier ist Ihre Änderung. Here's your change. Bitte geben Sie mir die Quittung. Please give me the receipt. Vielen Dank für Ihren guten Service. Thanks for your good service. Willkommen zurück. Welcome again. Vielen Dank. Thank you. Bitte. You're welcome. Was würdest du gerne essen? What would you like to eat? Etwas zu trinken? Anything to drink? Ein kleines Glas Wein bitte. A small glass of wine, please. Sind Sie bereit zu bestellen? Are you ready to order? Ich möchte einige Spaghetti und Dessert. I'd like some spaghetti and dessert. Möchten Sie Obst? Do you want some fruit? Ja bitte. Ich will eine Orange. Yes, please. I want an orange. Was möchten Sie zum Nachtisch? What would you like for dessert? Ich habe etwas Käsekuchen. I'll have some cheesecake. Hier sind Sie ja. Here you are. Hier ist dein Essen. Here is your food. Kellner, Kasse. Waiter, check out. Kann ich per Scheck oder Kreditkarte bezahlen? Can I pay by check or credit card? Kann ich mit Apple Pay bezahlen? Can I pay with Apple Pay? Sorry, wir nehmen nur Bargeld. Sorry, we only take cash. Ich möchte einen Termin mit Frau Johnson vereinbaren. I'd like to make an appointment with Mrs. Johnson. Sie ist Montag und Dienstag frei. She's free on Monday and Tuesday. Tut mir leid, kann ich Sie vor Dienstag sehen? Sorry, can I see her before Tuesday? Zu welcher Zeit? At what time? Von 3 bis 3:30 Uhr. From 3 to 3:30. Lass mich sehen. Sie hat 30 Minuten Montagnachmittag. Let me see. She has 30 minutes Monday afternoon. Gut. All right. Wenn es etwas gibt, rufen Sie mich bitte an. If there is something, please call me. Ich kann jederzeit außer Sonntag kommen. I can come any time except Sunday. Bitte rufen Sie mich, bevor Sie kommen. Please call me before you come. Ich habe heute Nachmittag ein Interview. I have an interview this afternoon. Er rief an, um das Treffen abzusagen. He phoned to cancel the meeting. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit meiner Sekretärin. Please make an appointment with my secretary. Ich muss meinen Termin von Dienstag bis Mittwoch ändern. I have to change my appointment from Tuesday to Wednesday. Was ist Ihr Problem? Do you have any discomfort? Ich sollte sagen,
Du hast dich erkältet. I think you've caught a cold. Sie brauchen eine Injektion. You need an injection. Sie müssen betrieben werden. You have to be operated on. Ist es ernst? Is it serious? Muss ich ins Krankenhaus eingeliefert werden? Do I need to be hospitalized? Wie lang hast du es gehabt? How long have you had it? Haben Sie den Arzt gesehen? Have you seen the doctor? Ich hatte einen Schuss Penicillin. I had a shot of penicillin. Becky war mit Influenza infiziert. Becky was infected with influenza. Was hat der Arzt gesagt? What did the doctor say? Welche Art von Medizin nehmen Sie? What sort of medicine do you take? Der Arzt sagt, dass ich nichts ölig essen sollte. The doctor says that I should not eat anything oily. Dieses Haus ist zu vermieten. This house is for rent. Das Haus steht zum Verkauf. Es hat Zentralheizung. That house is for sale. It has central heating. Es ist wirklich ein Schnäppchen. It's really a bargain. Die Häuser im Stadtzentrum sind sehr teuer. The houses downtown are very expensive. Ich möchte ein möbliertes Haus mieten. I want to rent a furnished house. Welche Möbel mögen Sie? What kind of furniture do you like? Ich möchte eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einer Küche. I want an apartment with 2 bedrooms and a kitchen. Dies ist ein ziemlich altes Haus. This is a rather old house. Es gibt eine Dusche im Bad. There is a shower in the bathroom. Wir haben ein paar Küchengeschirr und ein Esszimmer. We have a few kitchen things and a dining room set. Ich fühle mich hier zu Hause. I feel at home living here. Die Vermieterin ist sehr nett zu mir. The landlady is very kind to me. Ich habe einen Hund, aber es ist sehr ruhig. I have a dog, but it's very quiet. Wie viel ist die Miete für einen Monat? How much is the rent for a month? Ich mag es nicht, die Uniform zu tragen. I don't like wearing the uniform. Sie haben vergessen, die Kragenknöpfe zu befestigen. You forgot to fasten the collar buttons. Ihre Schuhspitze ist lose. Your shoelace is loose. Die Schuhe sind abgenutzt. The shoes are worn out. Vergessen Sie nicht, Briefmarken auf Ihren Brief zu setzen. Don't forget to put stamps on your letter. Möchten Sie es per Luftpost oder nicht? Do you want to airmail it or not? Sie haben eine E-Mail. You've got an express mail. Ich habe einen Brief von meiner Cousine erhalten. I have received a letter from my cousin. Er hat noch nicht auf meinen Brief geantwortet. He hasn't answered my letter yet. Schicken Sie mir eine Postkarte, wenn Sie in Tokio ankommen. Send a postcard to me when you arrive in Tokyo. Ich legte einige Dokumente in den Umschlag. I put some documents in the envelope. Es schnell, können Sie ein Fax zu senden. To make it fast, you can send a fax. Meine Mutter schickte mir ein Paket. My mother mailed me a parcel. Ich lasse den Brief in den Briefkasten vor der Post fallen. I dropped the letter into the mailbox in front of the post office. Ich habe nicht lange von ihm gehört. I haven't heard from him for a long time. Wir bleiben in Kontakt miteinander per E-Mail, seit er Kanada verlassen hat.
We keep in touch with each other by email since he left Canada. Wie lange dauert es, bis ein Brief nach Japan kommt? How long does it take for a letter to get to America from Japan? Gibt es irgendwelche Beweise zu unterstützen, was Sie gesagt haben? Is there any evidence to support what you have said? Ich kann Ihnen an diesem Punkt nicht zustimmen. I cannot agree with you on this point. Sie haben den Punkt. You've got the point. Was Sie darüber gesagt haben, ist sehr interessant. What you have said about this is very interesting. Das ist der Punkt. That's the point. Er ist ein sehr kreativer Schüler. He is a very creative student. Nun, es hängt von der Situation ab. Well, it depends on the situation. Hat irgendjemand sonst noch was zu sagen? Has anybody else anything to say on this? Schließlich kamen wir zu einer Einigung. Finally, we came to an agreement. Die ganze Klasse ist in einer heftigen Diskussion. The whole class is in a heated discussion. Fassen Sie bitte zusammen, was Sie gerade gesagt haben. Please sum up what you said just now. Was denkst du über die Meinung von Karl? What do you think about Carl's opinion? Es gibt immer zwei Seiten zu allem. There are always two sides to everything. Seine Schmeichelei macht mich krank. His flattery makes me sick. Du siehst heute Abend strahlend aus. You look radiant tonight. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. We enjoyed ourselves very much. Es war eine schreckliche Erfahrung. It was a terrible experience. Der Weihnachtsbaum ist wunderschön. The Christmas tree is gorgeous. Was für ein langweiliger Film. What a boring movie it is. Die Party macht zu viel Lärm. The party is making too much noise. Ich bin auf der Welt. I am on top of the world. Du siehst elegant aus in diesem Kleid. You look elegant in that dress. Der Mantel passt nicht zu Ihnen. The coat doesn't suit you. Das Abendessen war wunderbar. The dinner was wonderful. Wie duftend die Blumen sind. How fragrant the flowers are. Wir hatten eine schöne Zeit. We had a good time. Ich bin zu Tode gelangweilt. I am bored to death. Welchen bevorzugen Sie, Fußball spielen oder angeln? Which do you prefer, playing football or fishing? Weder. Neither. Was ist dein bevorzugter Sport? What's your favorite sport? Ich würde lieber schlafen als diesen Film anschauen. I would rather sleep than watch this movie. Ich mag Basketball am besten. I like basketball best. Baseball ist mein Favorit. Baseball is my favorite. Was gefällt Ihnen am besten, Orangen, Birnen oder Äpfel? What do you like best, oranges, pears, or apples? Sie hat guten Geschmack in der Kleidung. She has good taste in clothes. Was magen Sie tun gerne während Ihrer Freizeit? What do you like to do in your spare time? Ich mag Briefmarken sammeln. I like collecting stamps. Ich bevorzuge Tee zum Kaffee. I prefer tea to coffee. Was gefällt Ihnen am meisten in diesem Film? What do you dislike most about this movie? Sie mag kein Hockey. She dislikes hockey. Sie hat es satt, Eishockey zu beobachten. She is sick of watching hockey. Das war genau das, was ich gesucht hatte.
That's just what I was looking for. Ich bin alt genug, um meine eigene Meinung zu bilden. I am old enough to make up my own mind. Es könnte sein, nehme ich an. It might be, I suppose. Guter Versuch, aber nicht ganz richtig. Good try, but not quite right. Das ist ziemlich enttäuschend. That's rather disappointing. Wenn Sie meinen Rat wirklich wollen, glaube ich nicht, dass Sie die Schule verlassen sollten. If you really want my advice, I don't think you should quit school. Was ist mit Ihrer Meinung? What about your opinion? Sie sollten den Rat Ihres Lehrers zu nehmen. You should take the advice of your teacher. Ihre Arbeit scheint nicht zufriedenstellend. Your work seems not satisfactory. Ich bin mit Ihnen einverstanden. I generally agree with you. Meiner Meinung nach ist Ihr neuer Mantel nicht so viel Geld wert. In my opinion, your new coat is not worth so much money. Es ist nur ein Vorschlag, du musst es nicht nehmen. It's only a suggestion, you don't have to take it. Vielen Dank für Ihren Rat, aber ich habe es selbst zu betrachten. Thanks for your advice, but I have to consider it myself. Wären Sie so freundlich, mir etwas Geld zu leihen? Would you be so kind as to lend me some money? Kein Problem. Wie viel? No problem. How much? Würde es dir etwas ausmachen, das Fenster zu öffnen? Would you mind opening the window? Bitte öffnen Sie es nicht. Please do not open it. Würden Sie mir bitte die Tür öffnen? Would you open the door for me, please? Gerne. With pleasure. Entschuldigen Sie, würden Sie mir eine Hand geben? Excuse me, would you give me a hand? Ich würde gerne helfen. I'd be glad to help. Ich fragte mich, ob Sie mir Bleistifte kaufen könnten? I wondered if you could buy me some pencils. Sicher. Sure? Ich hoffe, dass Sie nicht zu viel Mühe verursachen. I hope that will not cause you too much trouble. Ich hoffe, ich störe nicht. I hope I'm not bothering you. Ich schätze deine Hilfe sehr. I really appreciate your help. Ich möchte Sie nicht stören. I do not want to bother you. Würde es Ihnen etwas ausmachen, diesen Brief für mich zu verschicken? Would you mind mailing this letter for me? Kinder gehen mit 6 Jahren in die Grundschule. Children enter primary school at the age of 6. John ist bereits ein Junior-High-School-Student. John is already a junior high school student. Er betreute Computer. He majored in computers. Als Senior schreibt Bruce seine Dies. As a senior, Bruce is writing his thesis. Ich absolvierte Yale University vor 5 Jahren. I graduated from Yale University 5 years ago. Es ist wünschenswert, für gute Schulen gelten. It is desirable to apply to good schools. In Australien gibt es offene Universitäten. In Australia, there are open universities. Jack ist in seinem ersten Jahr. Jack is in his freshman year. Einige Studenten verlassen die Schule wegen der Armut. Some students quit school due to poverty. Es gibt viele Kurse und Nachtunterricht. There are many training classes and night classes. Tim ist ein Sophomore jetzt. Tim is a sophomore now. Herr Smith ist Mitglied der Fakultät. Mr. Smith is a member of the faculty. Darf ich reinkommen? May I come in?
Kommen Sie bitte herein. Come in, please. Setz dich bitte. Sit down, please. Jede andere Meinung? Any different opinion? Bist du bei mir? Are you with me? Habe ich mich klar ausgedrückt? Have I made myself clear? Könnten Sie es noch einmal sagen? Could you say it again? Irgendwelche Fragen? Any questions? Das ist alles für heute. That's all for today. Ich plane, Programmierung zu lernen. I plan to learn programming. Ich möchte ein Programmierer nach dem Studium werden. I want to be a programmer after graduation. Er wird wohl in die Fußstapfen seines Vaters folgen. He will probably follow in his father's footsteps. Sobald kommt, werden wir ihn wissen lassen. As soon as he comes, we'll let him know. Sie wird ins Geschäft gehen, wenn sie Magazin. She will go into business when she likes to. Sie wird bestimmt allein bleiben. She will certainly remain single. Er will mit seinen Freunden anfangen. He intends to start up with his friends. Ich gehe nach New York, wenn ich meine Arbeit heute beende. I'll leave for New York if I finish my work today. Ich werde 4 Jahre arbeiten und dann wieder zur Schule gehen. I'll work for 4 years and then go back to school. Ich hoffe, er wird mich am Flughafen treffen. I hope he will meet me at the airport. Ich denke an den Job zu beenden. I'm thinking of quitting the job. Was sagen Sie? Wir haben eine Party an diesem Wochenende. What do you say we have a party this weekend? Wenn es morgen nicht regnet, haben wir ein Picknick. If it doesn't rain tomorrow, we'll have a picnic. Du hättest viel härter studieren sollen. You should have studied much harder. Was macht dein Vater? What does your father do? Er ist ein Anwalt. He is a lawyer. Er hat sein eigenes Büro. He has his own office. Haben Sie einen Plan für Ihre Karriere? Do you have any plan for your career? Meine Cousine wurde letzten Monat gefördert. My cousin was promoted last month. Ich möchte ein Arzt, wenn möglich. I want to be a doctor if possible. Ich hoffe, dass ich einen anständigen Job mit einem guten Gehalt erhalten kann. I hope that I can get a decent job with a good salary. Ich habe nächste Woche ein Interview. I have an interview next week. Er ist Manager eines berühmten Unternehmens. He is a manager of a famous corporation. Ich mag schreiben, aber ich würde es nicht als meine Karriere nehmen. I like writing, but I wouldn't take it as my career. Ich arbeitete als Praktikant in dieser Firma im letzten Sommer. I worked as an intern in that firm last summer. Er machte eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft. He made a successful career in business. Was interessiert dich? What are you interested in? Wie verbringen Sie Ihre Abende? How do you spend your evenings? Was sind deine Interessen? What are your interests? Hast du irgendwelche Hobbys? Do you have any hobbies? Ich gehe oft Skifahren im Winter. I often go skiing in winter. Spricht ihn sein Film an? Does his film appeal to you? Fotografie ist ein teures Hobby. Photography is an expensive hobby. Was machst du in deiner Freizeit? What do you do in your spare time? Gehen Sie auf Picknicks?
Do you go on picnics? Ich mag besonders englische Literatur. I particularly like English literature. Sie hat ein besonderes Interesse an der Malerei. She has a particular interest in painting. Spielt das Klavier nur zum Vergnügen. He plays the piano just for enjoyment. Was ist deine Lieblingsmusik? What's your favorite music? Gehen Sie oft zu einem Konzert? Do you often go to a concert? Ich habe das Stück noch nie gehört. Wer hat es geschrieben? I have never heard the piece before. Who wrote it? Magst du Popmusik? Do you like pop music? Ich hasse Rockmusik. Es ist zu laut. I hate rock music. It's too noisy. Was halten Sie von Ihrer Fähigkeit? What do you think of their skill? Hat eine Leidenschaft für Literatur. He has a passion for literature. Was denken Sie über dieses Gedicht? What do you think about this poem? Magst du reisen? Do you like traveling? Ja, ich komme gerade aus Kanada zurück. Yes, I've just come back from Canada. Warum bist du dorthin gegangen? Why did you go there? Ich ging dort auf Geschäftsreise. I went there on business. Wie bist du dahin gekommen? How did you get there? Ich kam mit dem Flugzeug an. I got there by plane. Wohin bist du gekommen? Where did you visit? Ich hatte nur Zeit, Toronto zu besuchen. I only had time to visit Toronto. Wie hat es dir gefallen? How did you like it? Es ist fantastisch. It's fantastic. Und haben Sie dort Freunde? And do you have friends there? Ja, viele Freunde. Yes, a lot of friends. Ja, und ich habe viele Bilder gemacht. Yes, and I took many pictures. Bitte lass mich sie sehen. Please let me see them. Sie müssen genossen haben. You must have enjoyed yourself. Was ist dein bevorzugter Sport? What's your favorite sport? Mein Lieblingswintersport ist Skifahren. My favorite winter sport is skiing. Unser Team hat gestern ihr Team geschlagen. Our team beat their team yesterday. Meine Klasse hat letzten Sommer kampiert. My class went camping last summer. Wir sind sicher, sie zu besiegen. We are sure to defeat them. Wie viele Jahre haben Sie Tennis gespielt? How many years have you been playing tennis? Ich mag Fußball. I like football. Ist beim Tischtennis gut. He is good at table tennis. Die Basketballmeisterschaft ist spannend. The basketball championship is exciting. Ich war vor 5 Jahren auf der Strecke. I was on the track team 5 years ago. Ich bevorzuge zum Angeln Schwimmen. I prefer swimming to fishing. Sie ist Mitglied des Snowboardvereins. She is a member of the snowboard club. Ich habe gestern das Spiel verloren. I lost the game yesterday. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Make yourself at home. Ich bin sehr stolz auf dich. I'm very proud of you. Wir sind im selben Boot. We are in the same boat. Alles schmeckt super. Everything tastes great. Sie haben einen guten Sinn für Humor. You have a good sense of humor. Ihr Englisch hat eine schlechte Aussprache. Your English has poor pronunciation.
Du nervst mich. You piss me off. Er ist der glücklichste Mensch am Leben. He is the happiest man alive. Was ist mit einem Hamburger zuerst? What about having a hamburger first? Sei nicht zu bescheiden. Don't be so modest. Was ist dein Ziel im Leben? What's your goal in life? Er fand meinen Vortrag interessant. He found my lecture interesting. Lassen Sie sich nicht davon abschrecken. Don't let this get you down. Du hast eine große Persönlichkeit. You've got a great personality. Ich möchte einen Teilzeitjob haben. I want to have a part-time job. Es ist ein Geheimnis zwischen Ihnen und mir. It's a secret between you and me. Sie machen Witze. You are kidding. Was fehlt dir? What's wrong with you? Wann ist die bequemste Zeit für Sie? When is the most convenient time for you? Ich habe es satt. I'm fed up. Ihre Firma ist sehr beeindruckend. Your company is very impressive. Das ist widerlich. That's disgusting. Du hast gute Arbeit geleistet. You did a good job. Geh mir aus den Augen. Get out of my face. Was hast du vor? What are you up to? Ich bin in der Lage. I can manage. Sie dürfen nicht zu hoch zielen. You mustn't aim too high. Morgen wird niemals kommen. Tomorrow never comes. Du bist wirklich talentiert. You're really talented. Was glaubst du, wer du bist? Who do you think you are? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. My mouth is watering. Was arbeitest du? What's your job? Was auch immer ich sagte, er würde nicht zustimmen. Whatever I said, he'd disagree. Was empfehlen Sie? What do you recommend? Das hättest du nicht tun sollen. You shouldn't have done that. Er fiel mit seiner Arbeit zurück. He fell behind with his work. Bist du verrückt? Are you insane? Sie mietete ein Auto durch die Stunde. She hired a car by the hour. Schneiden Sie es aus. Cut it out. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Thanks for your cooperation. Sie ist Komponistin für die Harfe. She is a composer for the harp. Wie oft isst du auswärts? How often do you eat out? Sie sollten besser schauen, bevor Sie springen. You'd better look before you leap. Du machst mich krank. You make me sick. Was tun Sie für Entspannung? What do you do for relaxation? Schade. What a shame. Sie sind gerade rechtzeitig. You are just in time. Verlass dich drauf. Take my word for it. Was wollen wir heute Abend tun? What shall we do tonight? Zeit ist Geld. Time is money. Ebenfalls. The same to you. Meine Eltern wollen, dass ich ins Ausland gehe. My parents want me to go abroad. Er ist seit 3 Wochen krank. He has been sick for 3 weeks. Ich gehe jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. I go to school by bike every day. Du bist ein Trottel. You're a jerk. Ich zähle Sie als einer meiner Freunde. I count you as one of my friends.
Schnall dich an. Fasten your seat belt. Ich habe eine große Sammlung von Büchern. I have a large collection of books. Das ist okay. That's okay. Wann wurde das Haus gebaut? When was the house built? Wo ist die Ruheraum bitte? Where's the restroom, please? Er hat ein großes Einkommen. He has a large income. Dieser Stift schreibt nicht gut. This pen doesn't write well. Sie müssen trainieren. You need to work out. Wohin gehst du? Where are you going? Er hatte hier viele gute Freunde. He had a good many friends here. Pinsel Ihre Zähne gründlich. Brush your teeth thoroughly. Eine weitere Katze kam in mein Haus. Another cat came to my house. Ich muss es versuchen. I'll have to try that. Was bedeutet das? What's the meaning of this? Mr. Smith repariert sein Fahrrad. Mr. Smith is fixing his bike. Warum bist du zu Hause geblieben? Why did you stay at home? Du siehst nett aus in dieser Farbe. You look nice in that color. Das Essen ist lecker. The food is delicious. Ich fing den letzten Bus. I caught the last bus. Liegen und Stehlen sind unmoralisch. Lying and stealing are immoral. Das hängt davon ab. That depends. Es besteht kein Zweifel daran. There is no doubt about it. Ich habe hier den Türschlüssel verloren. I lost the door key about here. Er ist etwa 6 Meter hoch. He is about 6 feet high. Was hast du am Wochenende vor? What are your plans for the weekend? Ich will dein Gesicht nicht sehen. I don't want to see your face. Sie haben ein sehr erfolgreiches Geschäft. You have a very successful business. Was ist mit dir passiert? What happened to you? Ich fühle mich wie ein Eis essen. I feel like eating an ice cream. Wann öffnen Sie sich? How late are you open? Wo bist du gewesen? Where have you been? Er respektiert seine Ältesten. He is respectful to his elders. Ich beneide Sie sehr. I envy you very much. Wir werden sehen. We'll see. Wir sind in unsere Meinungen geteilt. We are divided in our opinions. Wir alle wünschen Glück. We all desire happiness. Worüber redest du? What are you talking about? Eine rote Krawatte wird diesen Anzug entsprechen. A red tie will match that suit. Dieser Junge hat keinen Job. This boy has no job. Sei nicht so kindisch. Don't be so childish. Die Eier werden durch das Dutzend verkauft. The eggs are sold by the dozen. Danke für die Warnung. Thanks for the warning. Gibt es Zucker in der Flasche? Is there any sugar in the bottle? Hier ist ein Geschenk für Sie. Here's a gift for you. Ich bin nicht raten, ich weiß es wirklich. I'm not guessing, I really know. So ist das Leben. That's life. Lass mich allein. Leave me alone. Er reparierte sein Haus. He repaired his house. Es gibt eine Möglichkeit. There's a possibility. Ich kann es nicht sagen.
I can't tell. Wir haben viel gemeinsam. We have a lot in common. Nancy wird im nächsten Jahr in Rente gehen. Nancy will retire next year. Ich bin mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. I'm very pleased with your work. Ich fand ihn auf der Bank sitzen. I found him seated on the bench. Deine Tochter ist so süß. Your daughter is so cute. Das ist nicht wahr. That's not true. Ich habe den Film noch nie gesehen. I have never seen the movie. Er deckte sich eine Decke. He covered himself with a quilt. Ich bin nicht gut in der Organisation meines Zimmers. I am not good at organizing my room. Jemand läutet die Glocke. Someone is ringing the bell. Das ist nur die erste Hälfte. This is only the first half. Was ist dein Problem? What's your problem? Was für ein Zufall. What a coincidence. Sie zog sich hastig an. She dressed herself hastily. Du bist so klug. You're so smart. Wer ist hier verantwortlich? Who is in charge here? So sehe ich es auch an. That's the way I look at it, too. Das ist fair. That's fair. Hau ab. Get lost. Ich hasse dich. I hate you. Es macht keinen Sinn. It doesn't make sense. Es ist ein freundlicher Wettbewerb. It's a friendly competition. Es ist nicht so einfach, wie Sie denken. It is not so easy as you think. Halten Sie Ihr Temperament unter Kontrolle. Keep your temper under control. Ich bin beschäftigt. Wie ist Ihr Unternehmen? I am busy. How is your business? Rede nicht so mit mir. Don't talk to me like that. Ich kann es nicht ertragen. I can't stand it. Das erinnert mich. That reminds me. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. We look forward to your visit. Was ist der Preis für Reis pro Kilogramm? What is the price of rice per kilogram? Das lohnt sich. That's worthwhile. Du siehst heute toll aus. You look great today. Es ist Zeit, ihr die Wahrheit zu sagen. It's time to tell her the truth. Die kürzeste Antwort ist dabei. The shortest answer is doing. Sie sollten es selbst betrachten. You should look at it yourself. Kümmern Sie sich nicht. Don't bother. Sein Vortrag umfasste viele Themen. His talk covered many subjects. Deine Hand fühlt sich kalt an. Your hand feels cold. Können Sie Laute sagen? You can say that again. Stört mich nicht. Don't bother me. Ich habe meine Haare schneiden jeden Monat. I have my hair cut every month. Das Gespräch mit Ihnen ist ein Vergnügen. Talking with you is a pleasure. Ich gehe an die Turnhalle nach der Arbeit jeden Tag. I go to the gym after work every day. Wann stehen Sie täglich auf? When do you get up every day? Weder Sie noch er irren sich. Neither you nor he is wrong. Die Smiths sind meine Nachbarn. The Smiths are my neighbors. Das ist kein Problem. That's not a problem. Spielen Sie nicht mit Ihrem Handy während des Essens. Don't play with your cell phone while eating.
Du kannst auf mich zählen. You can count on me. Lass mich nicht im Stich. Don't let me down. Mag sie Tom? Does she like Tom? Du weißt, worüber ich rede. You know what I'm talking about. Verringern Sie die Lautstärke des Fernsehers bitte. Turn down the volume of the TV, please. Das klingelt. That rings a bell. Sie sind sehr beredt. You're very eloquent. Wie kannst du es wagen? How dare you? Wie lange hat es gehalten? How long did it last? Der Preis ist angemessen. The price is reasonable. Ich glaube nicht, dass du recht hast. I don't think you are right. Überprüfen Sie Ihre Antworten mit mir. Check your answers with mine. Meine Bemühungen führten zu nichts. My efforts resulted in nothing. Er beschloss, das Rauchen aufzugeben. He resolved to give up smoking. Ich versichere dir. I assure you. Ich entschuldige mich. I apologize. Ich denke nicht viel von dem Film. I don't think much of the movie. Du dummer Rock. You stupid jerk. Das ist in Ordnung. That's all right. Es gibt viele Sterne am Himmel. There are many stars in the sky. Dieses Haus ist mein eigenes. This house is my own. Schauen Sie nicht auf Ihr Handy im Bett. Don't look at your cell phone in the bed. Sie haben einen guten Geschmack. You have a good taste. So mühsam. So troublesome. Lassen Sie sich Zeit. Take your time. Ich fühle mich sehr bedauerlich. I feel very regretful. Der Lehrer wurde ein wenig wütend. The teacher got a little angry. Was auch immer Sie denken, ist fein mit mir. Whatever you think is fine with me. Vor 3 Tagen bin ich dorthin gefahren. I went there 3 days ago. Möchten Sie etwas trinken? Would you care for a drink? Wir sind so stolz auf dich. We're so proud of you. Das macht keinen Unterschied. That makes no difference. Ihr Spanisch ist wirklich überraschend. Your Spanish is really surprising. Bitte ersetzen Sie die Glühbirne. Please replace the light bulb. Sie sind so rücksichtsvoll. You are so considerate. Wer kommt, wird begrüßt. Whoever comes will be welcomed. Es geht dich nichts an. It's none of your business. Du bist verrückt. You're crazy. Was halten Sie von meinen neuen Schuhen? What do you think of my new shoes? Er ist ganz introvertiert. He is quite introvert. Sie sind sehr professionell. You're very professional. Brauchst du Hilfe? Would you like some help? Beispiel ist besser als Vorschrift. Example is better than precept. Nicht zu Schlussfolgerungen springen. Don't jump to conclusions. Ich werde ihn heute nicht sehen können. I won't be able to see him today. Wie ist das Wetter heute? What's the weather like today? Sprich bitte lauter. Speak louder, please. Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Take me to the airport, please. Ich bin sehr glücklich, Zeit mit Ihnen zu verbringen. I am very happy spending time with you.
Je früher, desto besser. The sooner, the better. Sie sammelt Briefmarken. She has been collecting stamps. Trotzdem danke. Thank you all the same. Ihre Familie sind alle Musikliebhaber. Her family are all music lovers. Du siehst aus, als wäre es dir egal. You look as if you didn't care. Weiß besser Englisch als ich. He knows English better than I. Kam sofort zur Sache. He came to the point at once. Ich brach mit ihr. I broke up with her. Wann wird es fertig sein? When will it be ready? Ich schätze Ihre Einladung. I appreciate your invitation. Das ist genau das, was ich dachte. That's just what I was thinking. Ich konnte nicht mehr zustimmen. I couldn't agree more. Diese Schuhe passen nicht richtig. These shoes don't fit right. Versteh mich nicht falsch. Don't get me wrong. Könntest du mir einen Gefallen tun? Would you do me a favor? Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen. I can't connect to the internet. Hör auf, dich zu beschweren. Stop complaining. Möchtest du eine Tasse Tee? Would you like a cup of tea? Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. It's very thoughtful of you. Ich habe dich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. I haven't seen you for ages. Ich wette, du kannst. I bet you can. Was für ein entzückendes Baby. What an adorable baby. Ich war allein, aber nicht einsam. I was alone, but not lonely. Wo kann ich Hilfe holen? Where can I go for help? Zwei Köpfe sind besser als einer. Two heads are better than one. Das ist sicher. That's for sure. Schlug ein Picknick vor. He suggested a picnic. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. I can't resist the temptation. Wie viel kostet es, dies zu reparieren? How much does it cost to repair this? Ich kann es mir nicht leisten. I can't afford it. Geben Sie nicht auf. Don't give up. Mein Auto muss waschen. My car needs washing. Da ist nichts, was ich tun kann. There is nothing I can do. Das ist der Stand der Dinge. That's the way it is. Das ist mehr wie es. That's more like it. Könntest du bitte ein Foto für uns machen? Could you please take a picture for us? Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Ich rufe ein Taxi im Notfall an. I'll call a taxi in case of need. Das ist wirklich ein schöner Ort. This is really a nice place. Das ist gut zu wissen. That's good to know. Haben Sie den Wettbewerb? Did you enter the contest? Ich konnte kaum sprechen. I could hardly speak. Das klingt nach einer guten Idee. That sounds like a good idea. Das macht Sinn. That makes sense. Wir können es ausarbeiten. We can work it out. Es gibt einen Anruf für Sie. There is a call for you.